seit Mittwoch in Deutschland zu Besuch und heute sind noch Gespräche eben mit Kanzlerin Merkel geplant. Und er war heute Morgen hat er schon Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer getroffen. Da ging es natürlich um die NATO auch und um den Beitrag Deutschlands für die NATO. Anschließend hat er dann die neue Synagoge in Berlin in der Oranienburger Straße besucht und dort auch 4 Überlebende des Holocaust getroffen. Denn wir feiern ja in diesen Tagen, also morgen, nicht nur 30 Jahre Mauerfall, sondern es ist auch der Jahrestag der Pogromnacht in Deutschland, in der sehr viele Juden gestorben sind und jüdische Geschäfte zerstört wurden und so weiter. Das ist also auch ein Gedenktag und ein Anlass, Gespräche zu führen. Jetzt also soll Pompeo mit Bundeskanzlerin Merkel zusammentreffen. Wir sehen aber, hier ist noch niemand in diesem Raum, der vorbereitet ist für die Statements. Und solange das noch nicht losgeht, schauen wir mal, was bisher heute passiert ist. Ja, wie ich habe. Man kann mich auch besser abstützen. Ich kann ja nicht so lange so sitzen. Man könnte hier immer ruhig verhalten. Ja. Was hat denn das denn am Start? Das doch noch nicht. Junge, geht jetzt schon los. Was meinst du, womit 10 gute Bilder machen? Ja, das ist geil. Der Parteitag, welche? Was nicht? Na, die SED oder was? Hier von der Schwarzen. Leipzig. Nee, kann man nicht. Na, die SED machst du, oder SPD meinst du, ne? Sag Mattes. Habe ich SED gesagt? Ja. Schon wieder, ja? Du meinst aber SPD? Ja, ja. Ich ehrlich gesagt, das ist sozusagen außerhalb. Ja, der lächelt da, ja? Da lächelt da, ja? Ist da noch jemand bei SPD? Stolz und hat wie ein Honigkuchen nur gestaltet. Das ist ja wirklich zu gehen. Ja, die ist ja mal ganz so. Auch gegen die sind ja. Alexander, Achtung. Nein. Der Herr gelebt haben. Er selbst in den 80er Jahren, in den späten 80er Jahren, kurz vor dem Fall der Mauer, ging er dann zurück in die USA und ich denke, das bedauert er noch heute. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte ganz herzlich den Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika, ja, Christian Wilp, ich muss Sie unterbrechen an dieser Stelle, denn jetzt beginnt das Statement von Kanzlerin Merkel. In ganz interessanten und speziellen Tagen für uns. Ich habe natürlich verfolgt, wie Mike Pompeo gestern die Stätten seiner Jugend besucht hat und in Mödlerreuth und an anderen Stellen war, dann in Leipzig, auch sehr bewegend. Ich habe dort Physik studiert und nun heute hier bei uns ist und ich freue mich in diesen Tagen ganz besonders, ihn zu begrüßen. Ladies and gentlemen, I would like to extend a very warm welcome to the Secretary of State of the United States of America, Mike Pompeo. A very warm welcome here to Berlin. Welcome back, Secretary. And indeed, you've come in very interesting times. Sie kommen It's ja a very in sehr special spannenden day Zeiten today hierher. Das and ist ein tomorrow. besonderer Tag, And I've heute been hier, genau wie closely morgen. following Und wir the visit that you haben
began yesterday when you went down memory lane, so to speak. You visited Mödlareuth and a few other places. From there you went to Leipzig again, very moving. Actually, the city where I studied physics. And die Kanzlerin hat ja gesagt, sie hat dort Physik studiert und jetzt sind Sie heute hier und wir sind froh, dass Sie heute hier sind. Natürlich ist es für mich auch speziell sehr bewegend, weil ich ja auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs gelebt und studiert habe und dass wir heute enge Partner sind, Freunde sind, dass die Vereinigten Staaten von Amerika uns auf dem Weg zur deutschen Einheit mit George Bush so sehr geholfen und unterstützt haben, das werden wir natürlich nie vergessen. And of course, for me, this is a very moving event. These are moving days because I happen to live on the other side of the Iron Curtain. I lived there and I studied at university there. And the fact that the United States of America and Germany, that Americans and Germans have become close partners and close friends, that the Americans, the United States of America, have helped Germany achieve its reunification thanks to the efforts of George Bush and others, is something that we will never forget. Heute stehen andere Aufgaben vor uns, aber wir sind weiter Alliierte und Partner und widmen uns den Aufgaben in der Welt und das wird auch unsere Gespräche bestimmen. Der Konflikt in Afghanistan, der Ukraine- und Russland-Konflikt, die Frage der Zukunft in Syrien, die Frage des Friedens in Libyen. All das sind Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden und wo ich Ihnen sagen darf, dass Deutschland eine aktive Rolle spielen will, um diese Probleme zu lösen. Today, we have other tasks lying ahead, and again, we are addressing them as partners and friends, and we are having to face up to these tasks in the face of the world. We will be talking about this today, amongst others, about the conflict in Afghanistan, about the conflict between Ukraine and Russia. We will be speaking about the future of Syria, about peace in Libya. These are some of the topics that are going to be on our agenda today, but let me assure you, Foreign Secretary, we intend to continue to play an active part in helping solve these conflicts. Again, a warm welcome. Thank you. Chancellor Merkel, thank you for vielen hosting me here. herzlichen It's very Dank, Frau gracious of you to Bundeskanzlerin do that. Merkel, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Es ist eine ganz besondere Zeit, in der ich hier bin. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, war ich im Außenministerium mit Ihrem Botschafter in den USA. Und sie hat ganz bewegend über die Geschichte unserer beiden Länder gesprochen. Und sie hat über ihre Zeit gesprochen in Ostdeutschland. Und ich habe über meine Zeit gesprochen hier in Westdeutschland. Und ich hatte ja keine Gelegenheit, damals nach Ostdeutschland zu gehen. Und das ist also ein großes Privileg für mich, hier in diesen 2 Tagen hier nach Mödlareuth zum Beispiel zu kommen und nach Grafenberg. Und das war eine Linie, die ich damals eben nicht überschreiten konnte. 1989, da ging das noch nicht. Und jetzt geht es, und das erinnert mich doch sehr stark an die Bedeutung, an die Wichtigkeit der Beziehung unserer beiden Länder zueinander. Das ist etwas, was wir als Länder gemeinsam uns als Aufgabe gemacht haben, hier Millionen von Menschen aus dem oder vom Joch autoritärer Herrscher zu befreien. Und wir sollten sehr stolz sein auf das, was wir alles zusammen erreicht haben. Und das sollten sich sowohl die deutschen Bürger als auch die amerikanischen Bürger und auch generell die Menschen auf der ganzen Welt ins Gedächtnis rufen, wie gut unsere beiden Länder zusammenarbeiten. Die Bundeskanzlerin hat ja schon einige unserer Herausforderungen heute, über die wir sprechen werden, genannt. Und ich möchte an dieser Stelle klar betonen, dass wir zusammen an diesen Themen arbeiten, denn die Bundeskanzlerin ist eine große Freundin der Vereinigten Staaten und ihre Arbeit war immer sehr wichtig für die Vereinigten Staaten. Und ich habe eben die Aussage hier auch der Verteidigungsministerin gehört, den Verteidigungshaushalt aufzustocken. Und das ist wirklich wichtig, denn das ist es, was die NATO auch ausmacht, diese Beziehung untereinander. Und dass wir auch sicherstellen können, dass wir eine Macht bleiben können, die was bewirken kann in der Welt. Und von daher möchte ich mich nochmal bedanken. Sie waren eine großartige Gastgeberin hier in diesen 2 Tagen. Und es war mir ein Vergnügen und eine Ehre, hier bei Ihnen sein zu dürfen. Und das zeigt doch, wie tief die Freundschaft zwischen unseren Ländern ist. Vielen Dank. Ja, soweit. Das waren schon die Statements von Kanzlerin Merkel und US-Außenminister
Pompeo. Beide werden jetzt Gespräche führen miteinander und wir sehen sie da noch weggehen. Beide werden also jetzt noch miteinander sprechen und wir wollen das Ganze mal einordnen mit Christian Wilp in Berlin. Christian, was hat dieser Besuch von Mike Pompeo in diesen Tagen hier in Deutschland rund um das Mauerfalljubiläum für eine Funktion? Also zunächst mal muss man sagen, es ist ja ein ausgesprochen ausgedehnter Besuch. 2 Tage in einem fremden Land, das ist schon sehr ungewöhnlich, vor allem für einen US-amerikanischen Außenminister. Normalerweise kommt er ja nur zu Stippvisiten eben mal vorbei. Gestern hat er sich eine ausgedehnte Sightseeing-Tour gegönnt. Er war in Leipzig, in Halle und vor allem an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Dort hat er selbst noch Dienst geschoben, und zwar Ende der 80er Jahre, ehe er dann kurz vor dem Mauerfall wieder zurückkehrte in die USA. Und das zeigt ja auch ein wenig, dass Pompeo eben eine besondere Beziehung zu Deutschland unterhält. Es macht schon einen Unterschied aus, ob man in einem Land gelebt hat. Noch dazu er in seinen besten Jahren in den 20ern, hat sicherlich viele Eindrücke mitgenommen und dadurch auch einen differenzierten Blick auf Deutschland gewonnen. Naja, und die Stimmung ist zumindest geringfügig verbessert worden durch die Initiative der Verteidigungsministerin, die ja angekündigt hat, dafür zu kämpfen, dass der Verteidigungsetat Deutschlands auf 2% des Bruttoinlandsproduktes angehoben wird. Das ist in der gegenwärtigen Koalition zwar noch ein wenig schwierig, weil die SPD da nicht mitmacht. Aber es ist ein Zeichen, das in Washington sicherlich dankend aufgenommen wird. Die Einschätzung unseres Berlin-Korrespondenten Christian Wilp. Dankeschön.